Hallo Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, und zwar habe ich viele Anfragen bekommen, obwohl ich schon so viele Videos gemacht habe, und zwar Sultai, was ist das beste Setup für Kavallerie, für Scharfschützen und für Nahkämpfer. Und ich habe mir so gedacht, okay, aktualisierst das Ganze nochmal und ich bringe nochmal ein Video raus. Und hier auch muss ich sagen, es gibt kein perfektes Setup, ja, egal was für Truppenarten du nimmst, was für ein Team du spielst, es ist einfach so. Das Problem ist nämlich, wenn ich dir ein Setup gebe für die Tyrannen, also wenn du jetzt Scharfschützen spielst, gegen die Violet Mines, dafür gibt es gute Setups, dann sagst du, ja, wunderbar, finde ich geil, na? Aber dann hast du später oder im späteren Verlauf des Spiels andere Gegner, die gemischte Truppenformationen haben oder halt eine andere Formation spielen, und schon ist dein Setup, ja, nichts mehr wert. Ja, also wie gesagt, es gibt kein perfektes Setup. Was ich dir geben kann, ist wie immer eine Richtung. Deswegen guckt euch das Video von vorne bis hinten an, ja, und hört genau zu, was ich dazu sage. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem Video. Okay, wenn du ein Scharfschützenteam spielst, wie zum Beispiel die Tyrannen, würde ich nicht auf Statuskarten setzen. In PvP werden Kämpfe oft in den ersten Runden entschieden, deshalb sind Karten, die sofort Wirkung zeigen, meist wertvoller. Ich würde dieses universelle Setup bevorzugen. Der Governor ist Scharfschütze, steht vorne, bekommt die Karte Weakness Exploit. Pamela ist in der Mitte, bekommt die Karte Sharpshooter's Armor. Negan ist hinten, hat einen sehr hohen Schadensausstoß, daher bekommt er die Karte Overpowered. Und warum bekommt der Governor die Karte Weakness Exploit? Ja, also die Karte trifft 3 Gegner, blockiert Shield und Expose-Effekte für 2 Runden, gegen nahezu jedes Meta-Team nützlich. Auch wenn Weakness Exploit ausgekontert wird, ist es dennoch eine ziemlich starke Karte. Na? Das sollte man nicht vergessen. Pamela bekommt die Karte Sharpshooter's Armor. Warum? Pamela ist dein wichtigster Held in diesem Team. Zusätzlicher Schild stapelt sich hervorragend mit ihrer Fähigkeit Fortify und Evasion. Und die Karte erhöht ihre Überlebensfähigkeit dadurch deutlich. Negan bekommt die Karte Overpowered. Na gut, bei Negan könnte man 2 Optionen nehmen, Overpowered oder Sharpshooter's Crackdown. Bei Overpowered bufft die Karte bis zu 2 Sharpshooter mit Berserk und ergibt eine perfekte Synergie mit deinem Sharpshooter-Team. Sharpshooter's Crackdown kannst du nehmen, weil du dann einen direkten Schadensbonus gegen Scharfschützen hast. Na, da kommt es wieder darauf an, welchen Gegner hast du. Meine Empfehlung für Scharfschützen ist, wenn du ein universelles PvP-Setup suchst und nicht ständig umbauen möchtest, würde ich Weakness Exploit nicht blind als Pflichtkarte ansehen, denn für ein reines Shooter-Team ist oft ein durchgehend aktiver Schadens- und Überlebensbonus wertvoller als ein Debuff, der je nach Gegner abgeschwächt oder entfernt werden kann. Na, sehr wichtig. Bei der Kriegsmaschine würde ich nehmen das Kriegshorn. Na, warum das Kriegshorn? Sie funktioniert gegen Nahkämpfer, gegen Scharfschützen und gegen Kavallerie. Das Kriegshorn hat folgende Vorteile: plus 46% Angriff und Verteidigung für 4 Runden. Sie wird nicht per Zufall ausgespielt, funktioniert gegen Nahkampf, Scharfschützen und Kavallerie, besonders stark in langen Kämpfen und bei Pamela, weil sie lange lebt und konstant Schaden macht. Wenn du nur eine Maschine für alles nutzen möchtest, würde ich Kriegshorn wählen. Und dennoch ganz kurz, wenn du Scharfschützen spielst und dein Gegner hat Nahkampf, zum Beispiel mit den Violet Mines, kannst du folgende Karten nehmen. Der Governor bekommt Weakness Exploit, Pamela Sharpshooter's Armor, Negan bekommt die Karte Melee Crackdown. Wenn du gegen die Tyrannen spielst, ja, also ein Spiegelmatch, dann bekommt der Governor die Karte Weakness Exploit, Pamela Sharpshooter's Armor und Negan Sharpshooter's Crackdown. Und wenn du zum Beispiel jetzt die Violet Mines oder ein anderes Team mit Kavallerie spielst, ist die beste Kriegsmaschine zum Beispiel Judge Death, das Kriegshorn oder Flames of Fear. Ja? Ich würde hier wieder das Kriegshorn wählen. Bei den Karten ist es Burst of Fury, Kavallerie Armor und Kavallerie Crackdown. Bist du Nahkämpfer und kämpfst gegen Nahkämpfer, ist die beste Kriegsmaschine Judge Death, dann kommt das Kriegshorn und dann kommt Flames of Fear. Die besten Karten dafür sind Weakness Exploit, Sneak Attack und Hit and Guard. Okay, gut. Ich habe euch jetzt ein paar Hinweise und Wege gegeben. Wie gesagt, es kommt darauf an, was für eine Formation du spielst, was für eine Formation dein Gegner hat. Ich zum Beispiel habe mein Setup ja so aufgebaut, dass ich eher auf den Statuswert Wert lege. Ja? Ich habe Negan die Karte Brutal Basher gegeben, weil die Karte löst den Frakturstatus aus, wenn das Ziel Nahkämpfer ist. Dwight bekommt von mir die Karte Weakness Exploit. Ja? Auch wenn die ausgekontert werden kann, ist es eine sehr gute Karte. Und da der Governor den Status Fraktur ausgelöst hat, profitiert Negan mit der Karte Prey on the Weak vom Frakturstatus, indem er bei mir aktuell 25,8%
30% mehr Damage bekommt. Ne? Und Negan ist halt eine Burst-Maschine, er hat Schaden und bekommt dadurch zusätzlich nochmal 25,8% mehr Schaden on top. Ne? Je nachdem, wie eure Karten aufgelevelt sind. Ich persönlich habe als Kriegsmaschine das Kriegshorn genommen, weil sie eben zu 100% auslöst. Die Fähigkeiten, die die Kriegsmaschine besitzt, sind gut. Aktuell auf meinem Level der Karte oder der Kriegsmaschine sind das plus 30% Angriff und plus 30% Verteidigung, ja, für 4 Runden. Das ist besser als Flames of 4 oder Killers Collection, ne? Aus meiner Sicht. Okay, gut. Ja, das soll es erstmal mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Guckt euch die Karten an, guckt euch die Kriegsmaschine an. Ihr könnt die Karten zurücksetzen, ihr könnt die Kriegsmaschine zurücksetzen, ihr könnt die Fähigkeiten der Spezialisierungskarten auch zurücksetzen, ihr könnt die Embleme entnehmen. Das kann ich euch ja mal zeigen. Wie gesagt, das kannst du entnehmen, ja, oder zurücksetzen. Hier die Fähigkeiten kannst du zurücksetzen oder auch entnehmen. Ihr könnt das testen, wie ihr möchtet. Macht ein bisschen PvP, PvE und ihr werdet garantiert euer perfektes Setup finden. Das soll es, wie gesagt, erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch der Guide geholfen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dann. Euer Sultai.